Parmigiani ist eine vollständige Uhrenmanufaktur und kommt aus dem kleinen Städtchen Fleurier nördlich von Neuenburg bzw. Neuchâtel und damit aus einer Region, in der traditionell besonders viele Uhrenmarken beheimatet sind. Die Tonda PF Sport ist das neueste Modell der Marke, die besonders mit ihren Uhrwerken zu beeindrucken weiß. In diesem Video schauen wir uns die Variante Arctic Grey genauer an. Auf der Watches & Wonders in Genf wurde der Tonda PF Sport Chronograph in 3 neuen Farben vorgestellt. Damit gibt es die sportliche Stahluhr nun in 4 Varianten, jeweils mit weißem Zifferblatt und farblich abgesetzten Totalisatoren. Das schwarze Modell aus dem letzten Jahr ist zudem in Roségold erhältlich. Hier zeigen wir die stählerne Variante in Arctic Grey, einem hellen Blau, und das Zifferblatt ist wirklich wie aus einer anderen Welt. Bei Parmigiani wird dieses nämlich nicht etwa geprägt, sondern tatsächlich georchiert. Das heißt, dass das Muster in diesem Fall, nennt es sich Clou triangulaire, in das Zifferblatt aus Messing eingeschnitten wird, welches danach galvanisch beschichtet und damit weiß-silbern eingefärbt wird. Auch die Totalisatoren sind leicht abgesenkt, um den Zeigern für die kleine Sekunde unten und den Zählern für gestoppte Minuten und Stunden auf der rechten bzw. linken Zifferblattseite etwas Platz zu geben. Ihre Farbe, in unserem Fall das helle Arctic Grey, findet sich auf dem ebenfalls abgesenkten Ring auf dem äußeren Rand des Zifferblatts wieder, der eine Minuterie zur besseren Ablesbarkeit der skelettierten Stunden- und Minutenzeiger sowie den zentralen Stoppsekundenzeiger trägt. Die farblich abgesetzten Elemente, also Totalisatoren und der Höhenring, sind aus anodisiertem Aluminium gefertigt. Die Zeiger bestehen aus massivem 18 Karat Gold und sind weiß rodiniert. Wie das PF-Logo unterhalb der 12 sind auch die rodinierten Stundenmarker aus Gold auf das Zifferblatt aufgesetzt. Sie sind bei den Tonda PF Sportvarianten mit schwarzem Superluminova beschichtet, was sich auf den Zeigern wiederfindet. Im Dunkeln leuchtet es grün nach. Die schwarze Färbung ist sehr ungewöhnlich und sorgt für ein etwas schwächeres Nachleuchten. Passend dazu ist aber auch der Hintergrund der Datumsanzeige zwischen der 4 und 5 in schwarz gehalten. Mit einem Durchmesser von 42 mm und einer Höhe von 12,9 mm ist auch das Gehäuse des Tonda PF Sportchronographen wirklich gelungen. Besonders die Gehäuseform mit den Bandanstößen und ihrer seitlichen Form ist echt mal was anderes und einfach makellos verarbeitet. Auch die kanalierte Lünette bei diesem Modell aus Stahl wurde bei der Sportversion angepasst. Ihre Rillen sind deutlich ausgeprägter bzw. weniger fein ausgeführt als beim Tonda PF Chronographen. Der Edelstahl des Gehäuses ist abwechselnd satiniert und poliert und die Phonographendrücker auf der rechten Seite sind in die auslaufenden Bandhörner integriert und passen sich deren Form entsprechend an. Für die Wasserdichtheit kann sowas genau wie ein offener Gehäuseboden ein limitierender Faktor sein. Die Tonda PF Sport Chronos sind jedoch trotzdem bis zu einem Druck von 10 bar wasserdicht. Neu ist bei der Sportversion außerdem das integrierte Kautschukband mit aufgelegtem Textil, das mit Hilfe von stählernen Endlinks passgenau am Gehäuse sitzt und mit einer Faltschließe am Arm getragen wird. Seine Farbe entspricht bei den 3 Varianten jeweils jener der Details auf dem Zifferblatt, ist bei uns also hellblau. Besonders ist auch das verbaute Uhrwerk, was die besprochenen Funktionen der Tonda PF Sportchronographen ermöglicht. Dabei handelt es sich nämlich um eine komplette Eigenkonstruktion von Parmigiani Fleurier. Nicht nur handelt es sich um ein wirklich wunderschönes Chronographenwerk mit feinen Linienschliffen und einem Rotor aus 22-karätigem Gold, dessen Design vom Lenkrad des Ferrari 250 GTO inspiriert ist. Auch sämtliche Platinen sind an ihren Rändern und zahlreichen Aussparungen bzw. Skelettierungen angliert bzw. schwarz poliert. Und ja, das ist bei Parmigiani Fleurier tatsächlich noch Handarbeit. Auch technisch hat das Manufakturwerk einiges zu bieten. Natürlich werden Start, Stopp und Reset von einem Säulenrad gesteuert. 42 Lagersteine sorgen für möglichst geringe Reibung. Zu guter Letzt schwingt die Unruh schneller als bei den meisten anderen Armbanduhren, nämlich mit einer Frequenz von 5 Hertz bzw. 36.000 Mal pro Stunde. Das bedeutet auch, dass der Sekundenzeiger 10 Teilschritte pro Sekunde absolviert und damit besonders flüssig läuft. Bei der Gangreserve fällt der resultierende erhöhte Energieverbrauch dabei kaum ins Gewicht. Das Federhaus des PF 070 ermöglicht trotzdem eine Autonomie von 65 Stunden.
Und auch bei der Genauigkeit lässt Parmigiani keine Kompromisse zu und lässt das Manufakturwerk mit 315 Komponenten bei der COSC als Chronometer zertifizieren. Mit den Tonda PF Sportchronographen hat Parmigiani-Fleurier das Design des Tonda PF Chronographen weiter verfeinert. Mir gefallen vor allem die farblichen Akzente und das neu hinzugefügte Superluminova auf Zeigern und Stundenmarkern. Mit einem Preis von 27.900 Schweizer Franken hat das Modell natürlich seinen Preis, doch dafür wird auch echte Qualität und ein eigenständiges Design geliefert, welches zudem aus einer der wenigen echten Schweizer Manufakturen kommt. Wer eine echte Manufakturuhr abseits des Mainstreams sucht, sollte Parmigiani-Fleurier jedenfalls auf dem Zettel haben. Hier würde ich mich wirklich über eure Meinung freuen. Was haltet ihr von der Marke und dem Design? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und wenn ihr mehr Uhren aus jeder Preisklasse genauer entdecken wollt, lasst mir doch auch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Das hilft auf jeden Fall dabei, in Zukunft noch mehr Videos zu produzieren. Vielen Dank an alle, die das schon gemacht haben und fürs Zuschauen.